Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um zwei interessante kleine Messer von Omesio. Omesio, da habe ich mir schon mal ein Messer gekauft und auch in einem Video vorgestellt. Und zwar dieses große Slipjoint-Küchenbeil mit etwa 1,6 Kilogramm Federspannung, also wirklich gewaltig. Ja, das Video lief unter dem Thema ein Messer, das man eigentlich nicht braucht, aber viel Spaß macht, und so sehe ich das auch immer noch. Nach dem Video zu diesem ungewöhnlichen Riesenklappmesser schrieb mich Omesio an und stellte mir unter anderem diese beiden Messer zur freien Verfügung. So viel zur Transparenz und deshalb auch Werbung. Kurz mal zu Omesio. Das ist streng genommen keine Marke bzw. ein Hersteller, sondern vielmehr ein Shop, der Produkte von Zulieferern kauft und diese mit seinem eigenen Logo versieht. Das ist definitiv kein ungewöhnliches Vorgehen. Aber so kommt es dann mitunter zu mehr oder minder lustigen Zufällen. Denn dieses Messer habe ich schon mal vorgestellt, da hieß es allerdings Pockrop. Es gibt noch einen weiteren Shop namens JPC RMOV, die haben das Messer auch im Programm. Ja, jetzt eben dann von Omesio. Es gibt 4 kleine Unterschiede zum Pockrop. Zum einen natürlich das Logo, bei beiden viel zu prägnant, viel zu groß, das muss man auf jeden Fall mögen. Stahlsorte ist ein Unterschied. Und zwar haben wir beim Pockrop den 440C und beim Omesio den D2. Überprüfen kann ich das natürlich nicht, aber ja, ich glaube das jetzt einfach mal. Dann gibt es Unterschiede beim Zubehör. Beim Omesio wurde hier eine Kugelkette beigelegt zur Kydex-Scheide und beim Pockrop etwa 1 Meter Paracord. Und der letzte Unterschied ist der Preis. Fürs Pockrop habe ich etwa knapp 30 Euro bezahlt und das Omesio gibt es für knapp 24 Euro. Ansonsten sind diese Messer wirklich absolut baugleich. Im Video zum Pockrop gab es wirklich sehr wenig Kritik. Also das ist ein sehr taugliches, ergonomisches Messer im Nessmuck-Stil. Die Handlage ist auch überraschend gut und hier wurden sich wirklich viele Gedanken gemacht. Also ich finde es auch wirklich schön, muss ich dazu sagen. Die Kydex-Scheide, ist jetzt eigentlich egal, welches Messer ich nehme. Also die rattert ganz minimal, aber ist eigentlich nicht so wichtig. Der Halt ist wirklich zuverlässig, das ist das Wichtigste. Das Rattern hat man auch bei höherpreisigen Messern, also das stört mich jetzt nicht. Das Video zum Pockrop verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung, da könnt ihr bei Interesse mal reinschauen. Und am besten stellt ihr euch vielleicht vor, es wäre das Omesio, das spart mir schon mal jede Menge Zeit. Und wie ich das auch mitbekommen habe, gibt es diesen Shop nicht mehr. Also ich habe wirklich im Internet alles durchgeforstet. Ja, wie vom Erdboden verschluckt. Also das ist ein bisschen seltsam, aber gut, das gibt es wohl dann manchmal. Ja, auf jeden Fall ist das ein gutes Budgetmesser. Und jetzt kommen wir zum anderen Omesio-Messer und da spiele ich euch eine kurze Sequenz aus dem Fazit vom Pockrop ein. Es gibt noch ein weiteres kleines Fixed von Pockrop. Ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Das war übersät von kleinen Chimpings. Das war einfach nicht so mein Ding. Und das ist das Messer, das ich im Video meinte. Das gab es ebenfalls mal von Pockrop. Jetzt, oh Wunder, von Omesio. Hier diese ganzen Chimpings, die ich erwähnte, sowohl oben als auch unten. Also das muss man mögen. Linie und Design finde ich ansonsten durchaus ansprechend. Das ist ein kleines Fulltank-Messer aus D2-Stahl, vermutlich so um die 60 HAC. Klingenbreite 3,8 mm. Wir haben hier eine effektive Schneide von etwa 54 mm. Hier sieht man so eine kleine Schleifkerbe. Der Wert hinter der Phase liegt bei etwa 0,45 mm. Der Anschliff ist hier im vorderen Bereich so ein bisschen verrutscht. Das sieht man hier, denke ich, ganz gut durch die Reflexion. Also ja, da wäre so ein bisschen Luft nach oben gewesen. Aber insgesamt ist das eine schneidfreudige und für die geringe Größe stabil ausgeführte Klinge, also auch im Bereich der Spitze. Das geht soweit in Ordnung. Zum Griff, das ist ein 3-Finger-Griff, Griffschalen schwarzes G10, Griffbreite hier ca. 12 mm, Griffvolumen in etwa 70 mm, also das ist durchaus angenehm. Die Handlage ist auch wirklich in Ordnung. Wenn man jetzt hier noch ein Lanyard durchpfriemelt, dann kriegt man ja auch den kleinen Finger drauf, also das passt, das kann man wirklich so machen. Der Blick unter die Griffschalen ist jetzt wenig aufregend, alles schön eingeölt. Man sieht hier nur 2 Löcher. Das sind 8er Torx-Schrauben und die Schraubhülsen sind hier wirklich recht passgenau.
Also soweit alles in Ordnung. Auch hier eine Sandwich Kydex mit 7 Ösen. Wir haben ein kleines Drainageloch, Zubehör, Kugelkette. Ansonsten ist das Ding Teklo-kompatibel. Und auch hier ist ein Rattern zu vernehmen. Also hier ist schon ordentlich Spiel, aber das Messer hält zuverlässig und das ist für mich das Wichtigste. Ja, das Gewicht mit Kydex-Scheide und der Kugelkette liegt hier bei etwa 115 Gramm, so insgesamt. Das Messer alleine wiegt 91 Gramm. Ja, das Messer kann man in der Hosentasche tragen, am Gürtel. Ja, und wer hartgesotten ist, kann das auch um den Hals tragen. 115 Gramm ist jetzt nicht wenig, aber das geht schon mal. Insgesamt ist das hier ein attraktives Paket. Der Preis liegt hier ebenfalls bei knapp 24 Euro. Den Bezug beider Messer habe ich euch bei Interesse als normalen Produktlink in der Videobeschreibung hinterlegt. Ja, und wer jetzt noch zuschaut, hat die Möglichkeit, dieses Messer zu gewinnen. Mehr dazu im Fazit. Also ein richtiges Fazit ist das eigentlich nicht. Mehr so ein paar allgemeine Bemerkungen zu diesen Messern. Beide feststehende Messer von Omesio und auch dieser Küchenball-Folder fallen in Fernost nicht vom schlechtesten Band. Die Messer sind insgesamt ordentlich verarbeitet. Wir bewegen uns hier in einem sehr günstigen Preissegment und da kann man dann auch letztendlich nichts gegen die verwendeten Materialien sagen. Und wenn man in Zukunft noch darauf achtet, bei welchem Zulieferer eingekauft wird, dann kann sich Omesio eine ansprechende Produktpalette aufbauen. Ja, warum sage ich das alles? Weil es bei Omesio eben auch Produkte gibt, die weit von dieser hier gezeigten Qualität entfernt sind. Ja, vielleicht oder hoffentlich tut sich da noch was bei Omesio. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber so ganz insgesamt denke ich, dass Omesio auf einem guten Weg ist. Jetzt zum Giveaway. Dieses Messer gibt es zu gewinnen. Ihr müsst lediglich euer Interesse daran in einem Kommentar bekunden. Alle weiteren Infos zum Giveaway, also Laufzeit, Teilnahmebedingungen etc. findet ihr in der Videobeschreibung. Die Spezifikation habe ich euch auch reingepackt. Gewinnen kann leider immer nur einer, aber ich drücke allen Teilnehmern die Daumen. Den Rest erledigt hier ein Common Picker. Eines dieser beiden Messer wird mich übrigens auch wieder verlassen, entweder das Pokrop oder das Omesio, aber da gibt es bereits jemanden, dem ich damit eine Freude bereiten möchte. Ja, dann war es das für heute. Denkt bitte an das Giveaway und die Videobeschreibung. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.